Hallo! In diesem neuen Review-Video sind wir wieder zusammen. In diesem Video werden wir uns die Beiträge des britischen Challenger 2 Panzers für die Ukraine sowie die Stärken und Schwächen des Challenger 2 detailliert ansehen. Bevor wir mit dem Video beginnen, können Sie mich unterstützen, indem Sie meinen Kanal abonnieren und die Videos mögen, wenn Ihnen solche Inhalte gefallen. Also lasst uns anfangen. In absehbarer Zukunft wird es keine Käufer für den britischen Tank geben, daher kümmert sich niemand darum, dass ihr Ruf beschädigt wird. Die gesamte Flotte, also 14 Panzer, kann mutig in den Kampf ziehen, ohne Großbritannien den geringsten Schaden zuzufügen. Natürlich werden das 2., 3. und 4. Bataillon dem 1. Bataillon folgen. Und es wird keine Schande sein, Bilder des ausgebrannten Challenger 2 zu zeigen. Trotz der Abwertungen von Kommentatoren und Experten bleibt der Challenger 2 ein schwer gepanzerter Fahrzeug mit einer äußerst starken Kanone. Der Hauptverkaufspunkt des Challenger 2 ist sein gezogener 120 mm Glattrohrkanone L30 oder L30A1. Eine gezogene Waffe bietet im Vergleich zu glatten Rohren eine höhere Genauigkeit im Kampf. Die Eigenschaften der Waffe bedeuten nicht, dass Heat-Munition verwendet wird, der Challenger 2 verfügt auch über Unterschallpanzermunition. Laut Hersteller können die britischen Leopard-Geschosse, die aus abgereichertem Uran hergestellt sind, homogene Panzerungen bis zu 740 mm durchschlagen. Dies kann für die Frontprojektionen der gesamten T-72-Serie kritisch sein, jedoch sind die modernen Modifikationen T-80 BVM und T-90M gegenüber den britischen Geschossen ziemlich zuverlässig geschützt. Es ist jedoch nur spekulativ, von Kämpfen zwischen russischen und britischen Panzern zu sprechen. Der Challenger 2 kann auch mit AFS-Geschossen L26A1 mit abgereichertem Urankern geliefert werden. Eine markante Eigenschaft der Munitionsladung des britischen Tanks ist das L31A7 High Explosive Squash Head Geschoss, das mit plastischen Sprengstoffen ausgestattet ist. Es gibt nicht viele Benutzer solcher Munitionstypen weltweit. Moderne NATO-Panzer mit glatten Rohrkanonen haben keine Munition mit plastischen Sprengstoffen. Das gezogene Rohr der britischen Waffe erhöht die Effektivität von Munition durch die Zentrifugalkraft, die dazu führt, dass die Explosionswirkung auf der Panzerung effizienter verteilt wird. Dadurch entstehen eine Druckwelle und Splitter, die auf die Besatzung, die Munition und andere Komponenten hinter dem Ziel treffen. Einfache Mechanismen funktionieren gut nur gegen homogene Panzerung, moderne Verbundbarrieren, reaktive Panzerungen und Splitterunterdrückungssysteme reduzieren die Effektivität der Druckwelle erheblich. Der Challenger 2 verfügt über ein gutes Arsenal an Technologien, das Thales Thermal Observation and Gunnery System 2. TOGS 2 bietet thermische Bildgebungsfunktionen wie die SAGEM VS 580 bis 10 gyrostabilisierte Panoramabeobachtung für den Kommandanten. Das thermische Bild wird für den Kommandanten und den Schützen dupliziert. Auf den weiten Strecken der ukrainischen Steppe kann der Tank sicherlich einige Unannehmlichkeiten haben, insbesondere nachts. Es ist nur mit ATGMS möglich, einen britischen Panzer aus einer Entfernung von 3 bis 4 Kilometer zu treffen. Die Stirn und Oberseite des Turms sind stark und werden nicht von allen russischen Geschossen beeinflusst. Das gefiederte Unterkaliber Korsun 2 ist auf kürzere Entfernungen wirksam. Es besteht die Möglichkeit, dass auf dem Dach des Turms ein ferngesteuerter 7,62 mm Maschinengewehr installiert ist. In diesem Fall sind am Tank massive dynamische Schutzblöcke angebracht, die den Widerstand gegen Panzerabwehrmunition erheblich erhöhen. Zu den zweifellosen Vorteilen des britischen Tanks gehören große Innenabmessungen und ein hohes Maß an Komfort. Die Ingenieure haben sich besonders um die warmen Mahlzeiten der Besatzung gekümmert und den Tank mit einem großen elektrisch beheizten Kochkessel ausgestattet. In der Regel ist der Ladeschütze für die Küche im Tank verantwortlich. Das Gerät ermöglicht es ihnen, gleichzeitig 4 Schachteln mit Standardrationen eines britischen Soldaten aus dem 24-Volt-Elektriksystem des Tanks zu erhitzen und auch Tee oder Kaffee zuzubereiten.
120 mm Kanone. Die 120 mm Kanone des Challenger 2 ist zwar korrekt, aber veraltet. Es überrascht nicht, dass die britische Armee beabsichtigt, in der dritten Generation des Challengers die britische gezogene Kanone gegen die deutsche glatte L55A1 Kanone auszutauschen. Zusätzliche Munitionsladung für den vierten Besatzungsmitglied, den Exotic British Female Extra Munition NCO, ist eine separate Munitionsladung erforderlich, die zusätzliche Schulungen erfordert und die Feuerrate verringert. Darüber hinaus hat jede Patrone ihre eigene Pulverladung. Die einzigartige Munition für die gezogene Kanone erfordert eine separate logistische Linie für alle 14 Panzer. Weiche metallische Axialdichtung. Die Ingenieure haben den Challenger 2 Panzer mit einer weichen metallischen Axialdichtung für die Kanone ausgestattet, die bei Abnutzung zu einer tödlichen Gasleckage für die Besatzung in der Turmposition führen kann. Verwundbare Position des Kampfgeräts auf dem Turmregal. Dies wurde bereits von den Ukrainern festgestellt und weist auf eine Schwachstelle des Challenger 2 hin. Challenger 2 ist der schwerste Panzer der NATO. Abhängig von den Modifikationen variiert sein Gewicht zwischen 62,5 und 75 Tonnen. Es gibt viele Probleme im Zusammenhang mit Überladung. Erstens können nicht alle Brücken solch einem Gewicht standhalten. Zweitens verfügt die ukrainische Armee nicht über gepanzerte Brückenschichten, die mehr als 60 Tonnen verkraften können. Im Vergleich zu anderen modernen Panzern bietet der Challenger 2 eine geringere Mobilität. Insbesondere seine Höchstgeschwindigkeit und Manövrierfähigkeit sind bei einigen konkurrierenden Panzern niedriger. Dies kann Einschränkungen bei schnellen Positionswechseln oder Fluchtmanövern auf dem Schlachtfeld bedeuten. Der Challenger 2 hat einige Einschränkungen bei technologischen Upgrades. Es handelt sich um eine ältere Plattform im Vergleich zu anderen modernen Panzern und verfügt möglicherweise nicht über einige fortschrittliche Technologien. Dies kann in einigen Fällen zu einem Nachteil im Vergleich zu anderen Panzern führen, die technologische Überlegenheit auf dem Schlachtfeld haben. Einige Experten weisen darauf hin, dass der Challenger 2 Modernisierungsbedarf hat, insbesondere in Bezug auf eine stärkere Panzerung und verbesserte Sensoren, um neuen Bedrohungen zu begegnen. Zu all dem kommen die unvermeidlichen Schwierigkeiten bei der Wartung einzigartiger Ausrüstung hinzu. Es gibt praktisch keine Komponenten oder Teile im Challenger 2, die praktisch durch andere NATO-Ausrüstung ersetzt werden können. Der Challenger 2 wurde nicht ausdrücklich entwickelt, um die russische Verteidigung zu überwinden, sondern um Angriffe abzuwehren. Der britische Panzer hat sich noch nicht vollständig an die Realitäten spezieller Operationen angepasst, und er hat dafür auch nicht viel Glück. Danke, dass Sie das Video bis zum Ende geschaut haben. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.